Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Von Frankfurt nach Berlin, von Köln nach Dresden, von Passau nach Aurich. Dieses Land ist gefühlt größer geworden heute, die Distanzen weiter. Denn es geht nicht mehr viel für alle, die von A nach B müssen und kein Auto haben. Der Schienen- und Luftverkehr liegt zu großen Teilen lahm. Und das sieht dann so aus. Der Hauptbahnhof hier in Frankfurt am Main, der Frankfurter Flughafen, statt hektischer Betriebsamkeit kaum noch jemand zu sehen. Die Lokführer, das Sicherheitspersonal an Flughäfen, Bodenpersonal der Lufthansa, alle im Streik. Nicht nur bei Passagieren steigt der Unmut auch in Wirtschaft und Politik. Zumal neben dem individuellen Ärger und vielen geplatzten Terminen die Kosten explodieren. Und es läuft ja konjunkturell ohnehin nicht gut in Deutschland. Isabel Della Vega mit den Details. Nichts mehr geht hier heute. Die Lokführer streiken auch im Güterverkehr. Leere Wagen an einem Bahnhof nördlich von Limburg. Ton für die Keramikindustrie sollte hier verladen werden. Unternehmenschef Stefan Schmidt kann seinen Rohstoff nicht absetzen. Pro Tag gehen uns 1000 Tonnen alleine hier verloren. Insgesamt über alle Verladestellen 3000 Tonnen pro Tag. Und so ein Streik hat ja auch nicht nur Auswirkungen, während er läuft, sondern auch noch darüber hinaus. Und wenn der Kunde kein Rohmaterial hat zum Produzieren, dann muss er seine Fabrik stillstellen. Über 1 Million Tonnen Ton jährlich werden in den Gruben des hessischen Familienunternehmens abgebaut. Der Rohstoff wird von hier aus vor allem nach Italien transportiert. Normalerweise wie hier mit der Bahn. Alternativen seien zu teuer und so bringt jeder Streiktag finanziell hohe Verluste. Bei ihm und bei den Kunden, die ohne Schmidts Ton nicht weitermachen können. Die Streiks seien deshalb auch eine Gefahr für seine Wettbewerbsfähigkeit. Wir als Deutsche liefern zwar große Mengen Ton nach Italien für die Fliesenproduktion, aber es kommen auch andere Tone aus der Türkei, aus Indien, aus Brasilien, woher auch immer. Und wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Das heißt, dieser Streik betrifft uns unmittelbar auch langfristig. Rohstoffe, Autos, Chemikalien. 1 Million Tonnen Güter werden in Deutschland täglich mit der Bahn transportiert. Ein Streik bedeutet, dass Lieferketten unterbrochen werden und Produktionen ins Stocken geraten. Wenn Millionen Berufspendler nicht zur Arbeit können, hat auch das einen volkswirtschaftlichen Effekt. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat die Kosten für einen einzigen Streiktag geschätzt. Für die Deutsche Bahn liegt der Verlust bei 20 bis 30 Millionen Euro. Der private Konsum schrumpft um ungefähr 30 Millionen und bei den Liefer- und Produktionsprozessen könnten es bis zu 35 Millionen Euro sein. Die täglichen Verluste werden immer höher, je länger ein Streik dauert. Die Tarifparteien sollten sich endlich einigen, fordern die großen Wirtschaftsverbände. Wir sind in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Situation im Moment in Deutschland. Wir werden in Geiselhaft genommen als Industrie. Kosten entstehen in erheblichem Maße und man bilanziert das im Moment bei rund 100 Millionen Euro Wirtschaftsleistung, die verloren geht durch jeden Tag Streik. Das sind einfach Dinge, die braucht unser Land nicht. Bei Stefan Schmidt geht das Geschäft erst am Montag weiter, nach diesem, so hofft er, letzten Bahnstreik. Es geht nicht mehr viel auf Deutschlands Schienen und das soll erst mal so bleiben. Alle sollen merken, so sagt der Gewerkschaftschef, dass die Bahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr ist. Nun muss Arbeitskampf immer ein Druckmittel haben, sonst wäre er ja sinnlos. Aber gibt es dabei auch Grenzen? Frage an unsere Rechtsexpertin Sarah Tacke. Guten Abend, Sarah. Dieser schöne juristische Begriff der Verhältnismäßigkeit kommt da ins Spiel. Wie sehen die Gerichte das denn? Wie lange ist so ein Streik noch verhältnismäßig? Ja, so ein Streik ist noch sehr, sehr lange verhältnismäßig und nur in extrem seltenen Fällen unverhältnismäßig. Das liegt daran, dass Gerichte in Deutschland Gewerkschaften einen extrem weiten Spielraum beim Streiken lassen. Gewerkschaften müssen sich nur an ein paar ganz wenige Grundsätze halten. Ein Grundsatz ist, dass Gewerkschaften nicht unangekündigt streiken dürfen. Wenn sie komplett unangekündigt streiken, dann wäre der Streik unverhältnismäßig. Ein anderer Grundsatz ist, dass Gewerkschaften, wenn sie in einem Bereich streiken, wie hier, der Millionen betrifft, wie bei der Bahn, aber auch bei Kitas, bei Krankenhäusern, dann muss es
muss ein Notfallplan oder im Fall der Bahn einen Notfahrplan geben können. Das darf die Gewerkschaft nicht verhindern. Und ein dritter Grundsatz ist, dass bevor gestreikt wird, muss eine Gewerkschaft sprechen. Das heißt, Tarifgespräche müssen geführt werden und die müssen auch ernsthaft geführt werden und die dürfen nicht aus Lust und Laune abgebrochen werden. Aber ansonsten haben Gewerkschaften de facto eine ziemlich freie Hand in Deutschland, wann sie streiken, wie oft sie streiken, wieso sie streiken, wie lange sie streiken. Das Streikziel zum Beispiel, das kann gerichtlich kaum überprüft werden. Es muss nur in einem Tarifvertrag überhaupt vereinbart werden können. Aber ansonsten kann eine Gewerkschaft auch für eine 10-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich streiken. Ob das angemessen oder nicht, spielt keine Rolle. Der Streik wäre nicht unverhältnismäßig. Interessant, weil ja die GDL jetzt gerade angekündigt hat, für diese nächste sogenannte Wellenstreikwelle dann gerade auch Notfahrpläne verhindern zu wollen. Sarah, wenn wir jetzt mal kurz zurückgucken noch vielleicht, waren die Gerichte früher da strenger? Wie hat sich denn die Auslegung geändert? Gerichte waren in Deutschland seit jeher sehr großzügig, was das Streiken anbelangt. Deshalb haben auch Rechtswissenschaftler, aber auch Politiker immer wieder und fordern auch seit langem, dass es ein Streikgesetz gibt. Das gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Und da könnte eben ganz klar geregelt werden, wann ein Streik unverhältnismäßig ist. Da könnte man zum Beispiel vorschreiben, wie lang eine Ankündigung im Vorhinein sein muss. Oder sogar reinschreiben, dass es zuerst ein Schlichtungsgespräch geben muss, bevor gestreikt werden kann. Das heißt, da könnte man zum einen Klarheit schaffen und zum anderen auch dafür sorgen, dass im Zweifel die Auswirkungen nicht so massiv sind, dass vielleicht auch insgesamt weniger gestreikt wird. Rechtlich wäre das möglich, ein solches Streikgesetz zu erlassen. Es muss politisch gewollt sein. Herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Wie immer sehr interessant. Sarah Tacke, herzlichen Dank. Im Heute-Journal Update dazu Fragen an den SPD-Bundestagsabgeordneten Detlef Müller, der gelernter Lokführer ist. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, fand Friedrich Schiller. Wie recht er hat, zeigt sich aktuell in russischen Kinos. Die werden gerade überrannt. Ausverkaufte Vorstellungen, in Moskau teilweise 10-mal am Tag. Es geht um einen Film, dessen Entstehung vor 3 Jahren noch der staatliche Kunstfonds unterstützt hatte, der mittlerweile aber für Kopfschmerzen sorgen dürfte im Kreml. Es ist die Verfilmung des Lieblingsbuchs vieler Menschen in Russland, eine Satire auf das Zensursystem zu Stalins Zeiten, ein Literaturklassiker von Michail Bulgakow. Aber vor allem ist der Film voller Anspielungen auf die sehr aktuelle Wirklichkeit in Putins Reich. Armin Körper berichtet. Es geht um Liebe und Verrat, Leben und Tod, Freiheit und Unterdrückung. Der Meister und Margarita, Bulgakows Meisterwerk, spielt im Russland unter Stalin. Erzählt von Glaube und Teufel, Kunst und Zensur. Und auf einmal scheint die Verfilmung dem heutigen Russland den Spiegel vorzuhalten. Wir haben, ich glaube, uns einfach nur auf Bulgakow konzentriert. Und Bulgakow selbst ist aber eine Bombe. Und das kommt jetzt raus. Der Reihe nach. Moskau an den berühmten Patriarchenteichen. Im Sommer 2021 wird der Film gedreht. Noch ahnt niemand den drohenden Krieg und seine Folgen. Bulgakows Meister will ein Theaterstück schreiben, das an der Zensur scheitert. Der Film eine Satire auf den Stalinismus. August Diehl spielt Woland, eine Mephisto-Figur, der unter Stalins Mitläufern in Moskau Angst und Schrecken stiftet. Wir haben nicht darüber wirklich, glaube ich, die ganze Zeit nachgedacht, ist das denn gefährlich? Kriegt das eine Relevanz morgen? Nein. Das ist eine riesige Überraschung, was jetzt gerade passiert. Zu dieser Überraschung zählt auch, dass der Film zu den erfolgreichsten in Russland jemals zählt und Tag und Nacht rauf und runter gespielt wird. Auch die, die unter Putin schweigen, strömen ins Kino, wohl wissend, aber ungern sagend, warum. Das ist ein Klassiker und deshalb immer aktuell. Wir dürfen dazu nichts sagen, aber es geht um unsere Zeit. Gott sei Dank darf das gezeigt werden, ein wunderbarer Film. Hat die Zensur da etwas übersehen? Im Staatsfernsehen ringen Putins Propagandisten um Fassung und Erklärung. Wie konnte das passieren? Wurden da Informationen geheim gehalten? Wurde etwa im großen Stil getäuscht?
Wie kann das sein? Im Film wird der Meister von Stalins Schergen für psychisch krank erklärt, um sein Theaterstück zu diskreditieren. Genau so erging es auch einst Bulgakow, als er Meister und Margarita im Buch erzählte und gegen die Zensur kämpfte. Auf beide wartet die Psychiatrie. Und heute? Heute stehen in Moskau die Regisseurinnen Jewgenja Berkowitsch und Svetlana Petritschuk vor Gericht. Der Vorwurf, eines ihrer Theaterstücke rechtfertige Terrorismus. Ein Fall von vielen. Das Gericht ordnet psychiatrische Gutachten an. Das Leben also wie im Film? Hätte Bulgakow das gewusst, ich glaube, der hätte, also dieses Lachen würde ich gerne hören. Die Filmcrew sah das wohl nicht voraus. Nichtsahnend haben sie ein Werk geschaffen, das ein zeitloser Klassiker werden könnte. Ganz so wie Bulgakows Meisterwerk. Im Kino geht beides. Es lässt die Realität vergessen oder man wird mit ihr konfrontiert. Das ist die Macht des Films. Einen Einblick in die Gesellschaft des Landes, das von Russland mit diesem Krieg überzogen wurde, gibt es jetzt. Es ist das bestimmende Thema in den Hipster-Bars der ukrainischen Großstädte und nicht nur dort. Überall, wo Soldaten gerade von der Front zurück auf junge Männer treffen, deren Leben ganz offensichtlich relativ normal weitergeht. Die Rekrutierung, die Mobilisierung für die Armee ist ein zentraler Punkt, der das künftige Schicksal der Ukraine entscheidet. Und eine zunehmend bitter diskutierte Frage von Gerechtigkeit, wie Tim Kröger zeigt aus Kiew. Bilder aus besseren Zeiten. Nur ein halbes Jahr vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine heirateten Halina und ihr Mann Oleg. Schon kurz nach Kriegsbeginn meldete er sich freiwillig. Seither sehen sich die beiden nur selten. Es gab Situationen, in denen wir keinen Kontakt zueinander hatten. Das ging über mehrere Tage. Diese Wartezeit war sehr beängstigend. Am schlimmsten aber sei die unbefristete Dienstzeit ihres Mannes. Halina hat sich anderen Frauen angeschlossen, die seit Monaten für die Rückkehr ihrer Männer protestieren, die seit fast 2 Jahren an der Front und völlig erschöpft sind. Die Mobilisierung war ein Misserfolg. Ich weiß nicht, ob das absichtlich oder aus Versehen geschah oder man eher auf einen kurzfristigen Krieg eingestellt war, ohne die Notwendigkeit, Soldaten auszutauschen. Aber jetzt haben wir eine Situation, in der die Soldaten an der Front nicht ersetzt werden. Es gibt keine Rotation oder Demobilisierung. Darüber ist in der Ukraine eine heftige Diskussion entbrannt. Im ukrainischen Parlament wird ein umfassendes neues Mobilisierungsgesetz beraten, das unter anderem ein Ausscheiden aus der Armee nach 36 Monaten ermöglichen soll, wenn das Oberkommando zustimmt. Es gibt Änderungsvorschläge zu differenzieren, dass Soldaten hinter den Frontlinien 36 Monate und Soldaten an der vordersten Front weniger Zeit dienen müssen. Das neue Gesetz soll die Mobilisierung durch Digitalisierung effektiver machen und das Rekrutierungsalter könnte von 27 auf 25 Jahre sinken. Zudem könnten zukünftig drastische Strafen drohen, wie das Einfrieren von Bankkonten. Noch aber gibt es mehr als 4000 Änderungsvorschläge. Ich möchte nicht, dass zugelassen wird, dass die Vertreter der ukrainischen Armee die Menschenrechte in der Ukraine einschränken. Derzeit ist die Mobilisierung mitunter schwierig. Immer wieder setzen sich Männer ins Ausland ab. Korruptionsfälle erschüttern die Rekrutierungsbüros. Die Regierung lässt klären, wie viele Soldaten in den kommenden Monaten an der Front gebraucht werden. Es wird eine Überprüfung durchgeführt, was die Soldaten angeht, die sich an der Frontlinie befinden und generell bei den Streitkräften. Erst danach wird klar sein, wie viele Leute einberufen werden müssen. Halina verfolgt das alles genau und hofft, dass ihr Ehemann bald abgelöst wird und nach Hause kommt. Er hat genug für dieses Land gegeben, sagt sie. So, und was sonst noch wichtig ist heute, jetzt bei dir, Hanna. US-Präsident Biden plant offenbar an der Küste des Gazastreifens einen temporären Hafen zu errichten, um die Zivilbevölkerung besser mit Hilfsgütern versorgen zu können. Das erklärte ein hochrangiger Regierungsvertreter. Das US-Militär wolle dabei mit internationalen Partnern zusammenarbeiten. Durch den Hafen soll der Umfang der humanitären Hilfe demnach um hunderte zusätzliche Lkw-Ladungen pro Tag erhöht werden. Biden wolle seinen Plan in der Nacht in seiner Rede zur Lage der Nation bekannt geben.
Schweden ist seit heute offiziell das 32. Mitglied des NATO-Verteidigungsbündnisses. In Washington wurde der Schritt heute vom schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson und US-Außenminister Blinken besiegelt. Schweden hatte den Beitritt bereits im Mai 2022 beantragt. Dieser wurde jedoch lange von der Türkei und Ungarn blockiert. Finnland war dem Militärbündnis bereits im vergangenen April beigetreten. Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Russland verschärft. Es wird nun dringend von Reisen abgeraten. Grund ist laut Ministerium die Zunahme von willkürlichen Festnahmen. Die Gefahr bestehe sowohl für deutsche Staatsbürger als auch für deutsch-russische Doppelstaatler. Im Nordwesten Nigerias sollen mehr als 100 Schulkinder entführt worden sein. Der Vorfall soll sich bei der morgendlichen Versammlung auf dem Schulhof ereignet haben. Wer für die Entführung verantwortlich ist, blieb zunächst unklar. Erst vergangene Woche waren laut Meldungen der UN mehr als 200 Menschen im Norden des Landes entführt worden. Medienberichten zufolge soll die islamistische Terrorgruppe Boko Haram dafür verantwortlich sein. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette ihren Haftbefehl eröffnet. Dazu wurde die 65-Jährige nach Karlsruhe geflogen. Im Haftbefehl, der schon seit 2018 besteht, geht es um Klettes mögliche Beteiligung an Anschlägen der RAF in den 90er Jahren. Anschließend wurde sie wieder zurück nach Niedersachsen gebracht, wo ein Verfahren wegen mehrerer Raubüberfälle gegen sie läuft. Die Präsidentin der EU-Kommission ist Chefin von rund 32.000 Mitarbeitern. Sie macht unter anderem Vorschläge für neue EU-Gesetze, ist mit dabei, wenn die großen internationalen Gipfeltreffen stattfinden. Ursula von der Leyen ist die mächtigste Frau der Welt, so schrieb es neulich ein US-Magazin. Und Ursula von der Leyen will all das bleiben. Seit heute ist sie die offizielle Kandidatin der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP für eine zweite Amtszeit in Brüssel. Dabei steht ihr Name auf keinem einzigen Stimmzettel für die Europawahl. Maßgeblich ist letztlich, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf ein zweites Mandat für sie einigen und das Parlament zustimmt. Bemerkenswert, wie von der Leyen ihr Wahlprogramm daraufhin anpasst. Ulf Röller hat das beobachtet. Symbolische Bilder, die Partei schart sich um Ursula von der Leyen. Vergessen, dass sie der Europäischen Volkspartei als Kommissionspräsidentin nicht konservativ genug war, zu grün dachte. Von der Leyen verspricht den Wahlsieg, verspricht Macht. Das schweißt zusammen. Wir können nur die Herzen der Wähler gewinnen, wenn wir zusammenhalten und ein großartiges Team sind. Sie waren nicht immer ein Team, aber auch der CDU-Vorsitzende Merz braucht einen Wahlsieg von der Leyen bei der Europawahl. Er will Kanzler werden, die Lust auf die Macht schafft neue Bündnisse. Du hast Führungsstärke gezeigt während der Corona-Pandemie und zeigst sie seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Von der Leyen wuchert mit ihrem Amt als Kommissionspräsidentin mit ihrer Erfahrung in schwierigen Zeiten. Ihre Rede ein Werben um Vertrauen. Denn die EVP wünscht sich gerade beim Thema Migration eine härtere Gangart. Von der Leyen gibt die Hardlinerin, Willkommenskultur war gestern. Meine Freunde, um ganz klar zu sein, wir haben unsere internationalen Verpflichtungen in der Vergangenheit erfüllt. Aber wir, die Europäer, entscheiden darüber, wer nach Europa rein darf und zu welchen Bedingungen und nicht das organisierte Verbrechen wie die Schlepper. Die Partei nimmt ihre Ansage auf. Sie will, dass von der Leyen einen verschärften Kurs in der Asylpolitik mitgeht. Die EVP will Asylverfahren in Drittstaaten auslagern. Wir brauchen schnelle Asylverfahren, wir brauchen Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die nicht bleiben dürfen in der Union, auch wieder rausgebracht werden aus der Union. EVP-Chef Manfred Weber ist der Hüter des konservativen Wahlprogramms. Viele in seiner Partei gehen auf Distanz zur Umweltpolitik, die von der Leyen als Kommissionspräsidentin angeschoben hat. Die Bedürfnisse der Industrie will die Partei wieder stärker berücksichtigen. Wir als EVP werden beweisen, dass wir wirtschaftlichen Aufschwung und verantwortliche Umweltpolitik zusammenbringen.
mit 80% gewählt zur Spitzenkandidatin. Die EVP und von der Leyen inszenieren Harmonie und rücken nach rechts. So wollen sie die Wähler anlocken. Morgen ist Internationaler Tag der Frau. In chinesischen Staatsbetrieben bekommen Arbeiterinnen dazu häufiger den halben Tag frei. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März gesetzlicher Feiertag, aber in Deutschland auch nur dort. Der Tag wird seit über 100 Jahren begangen. Auch das zeigt, wie viel noch zu tun ist auf dem Weg zu Gleichberechtigung und Emanzipation. Ein Weg, den manche auch 2024 als Irrweg sehen. Die AfD hat vor allem männliche Wähler. Bei der letzten Bundestagswahl waren 2/3 Männer. Aber sie hat ein klares Bild von der Frau. Julia Klaus und David Gebhardt haben sich das angesehen. Echte Frauen sind rechts, heißt es aus der AfD-Jugend. Weiblichkeit, wie rechte Frauen sie sich vorstellen. Ich mache mich gerne für besondere Anlässe zurecht, kaufe mir gerne schöne Kleider oder probiere neue Kosmetikprodukte aus. Und Männlichkeit, wie rechte Männer sie sich vorstellen. Echte Männer sind rechts, da zünden wir uns jetzt erstmal eine schöne Zigarre an. Der AfD-Spitzenkandidat für Europa, Maximilian Krah, sieht sich als echten Mann. Hat geklappt. Und Frauenversteher. Frauen sind sehr viel, sie sind eine unglaubliche Bereicherung. Sie sind Partner. Da, wo Männer sich in reiner rationaler Argumentation verlieren, dass sie mit ihrer Empathie und ihrem intuitiven Hereingehen, dass sie da uns bremsen und besser machen. Bremsen und besser machen. Eine Rollenzuteilung der Geschlechter. Der Mann in der AfD-Fraktion, Frauenanteil hier 12%, was abgewinnen kann. Der patriarchalen Vorstellung. Also dass die Frau sozusagen auch in der Rolle der Partnerin vor allem aufgeht? Es ist ja biologisch so gegeben worden. Also was soll ich daran ändern? Überflüssig für die AfD die Frauenquote, die AfD-Frau schon mal so nennt. Diese Form von Tittensozialismus geht mir total gegen den Strich. Das geht gar nicht. Feindbild moderne Feministin. Ihr wird in einem Post von AfD-Männern aus Sachsen die traditionelle Frau entgegengestellt. Merkmale etwa gesundes Ego durch natürliche Haut und Haare, Erziehung und Bildung der Kinder als erste Pflicht, unterstützt ihren Mann in Liebe. Als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt. Feministinnen sind grässlich und hässlich und Zitat, Feminismus ist Krebs. Bitte. Na gut, Sie können sich vielleicht denken, dass wir das intern bereits besprochen haben und ich mich öffentlich dazu nur ungern äußern möchte. Öffentlich Weidels Schulterschluss mit diesem Mann, der schon lange sein Geschlechterbild offenlegt. Nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Wehrhaft? Wozu? In seinem Buch deutet Höcke Umsturz-Fantasien an. Die Entladung des aufgestauten Drucks wird irgendwann kommen. Die geballten Fäuste werden dann in die Luft gerissen und das Volk, der große Lümmel, an den Festungstoren der Machthaber rütteln. Ich bin fest überzeugt, vor allem die Männer werden aufwachen. Dass Männer wehrhaft sein müssen und in Wirklichkeit bereit sein müssen für einen Kampf, also stark sein müssen, auch körperlich, und dass Frauen die Gegenposition einnehmen, die sanft und hingabevoll ist. Da zeigt sich auf jeden Fall eine Parallele auch zu faschistischen Geschlechterideologien. Eine Partei zwischen Remigrations- und Remaskulinisierungsfantasien. Rechte Männer sollten wehrhaft werden, die Demokratie vielleicht auch. Aktuelle Studien belegen, eine Welt, in der nur Frauen wählen könnten, wäre eine andere. So, Hanna, jetzt mit dem Beleg, dass ein Unternehmen, das seinen Kunden gerade wirklich einiges abverlangt, auch gigantisch viel Geld verdienen kann. Ja, wir blicken noch mal auf die Lufthansa. Der Konzern macht heute nämlich nicht nur Schlagzeilen mit den Streiks, sondern im Kontrast dazu auch mit glänzenden Geschäftszahlen. Die Airline hat ihren Nettogewinn im vergangenen Jahr verdoppelt.
Stephanie Barrett. Die Gewerkschaft Verdi hat die Lufthansa heute angesichts des Milliardengewinns als unsozial kritisiert. Was sagt der Konzern dazu? Ja, also aus Arbeitnehmersicht war der Tag zunächst mal jedenfalls perfekt gewählt, um den Druck auf die Lufthansa zu erhöhen und um so viel wie möglich von dem üppigen Gewinnkuchen von satten 1,7 Milliarden Euro mitzunehmen. Die Lufthansa argumentiert allerdings, seit Mitte 2022 habe jeder Tarifabschluss den Beschäftigten mindestens 10% mehr Geld beschert. Und tatsächlich scheinen die Vorstellungen auch gar nicht so weit auseinander zu liegen. Verdi fordert 12,5, die Lufthansa bietet 10%. Außerdem wird die Lufthansa in diesem Jahr noch an den erheblichen Streikkosten zu tragen haben. Die dürften sich auf mindestens 100 Millionen Euro summieren. Wie reagieren denn die Aktionäre an diesem Streiktag auf den Milliardengewinn? Ja, also Lufthansa-Aktionären wird zwar erstmals wieder seit 2019 wieder eine Dividende von 30 Cent ausgeschüttet. Ansonsten hatten sie aber im abgelaufenen Jahr wirklich wenig zu lachen. In den vergangenen 12 Monaten allein verlor diese Aktie satte 37% an Wert. Und auch heute wurde der herausragende Gewinn überhaupt nicht honoriert. Die Aktie gab nochmals um 2% nach. Anleger nehmen ja allgemein die Zukunft vorweg. Und da sehen Investoren einfach massive Kosten und Investitionen auf Europas größte Airline zukommen. Will sie sich halt im harten internationalen Wettbewerb, etwa mit den kapitalstarken Airlines der Golfregion, bewähren, dann muss sie dringend ihre teils veraltete Flotte modernisieren. Das erfordern auch die kostspieligen europäischen Umweltstandards. Ticketpreise, und das ist immerhin die gute Nachricht für Kunden, sollen dabei stabil bleiben. Bedeutet aber, dass Gewinne vermutlich in Zukunft nicht mehr so sprudeln könnten. Auch weil niemand sagen kann, ob die Nachfrage nach Flügen tatsächlich so bleibt, wie sie heute ist. Der DAX weiter im Höhenrausch, erreicht ein neues Allzeithoch heute. Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank den Leitzins heute bei 4,5% belassen. Der Blick auf die Inflation schürt die Hoffnung, dass die Zinsen doch in den kommenden Monaten wieder sinken könnten. Vielen Dank, Stefanie, nach Frankfurt. Die Windkraft hat im vergangenen Jahr die Kohle als wichtigste Energiequelle in Deutschland abgelöst. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Noch nie wurde in Deutschland so viel Strom aus Wind erzeugt wie 2023. Der Anteil am Energiemix lag bei 31%. Das ist ein Plus von 7 Prozentpunkten. Als Gründe werden der gute Wind und der Ausbau der Windkraft genannt. Die Kohle landete mit rund 26% auf Platz 2. Nach der Insolvenzserie bei der Immobilien- und Handelsgruppe Signa hat sich nun auch der Gründer René Benko für zahlungsunfähig erklärt. Das Landgericht Innsbruck bestätigte, dass Benko als Einzelunternehmer Insolvenz beantragt habe. Bereits Anfang des Jahres hatten die österreichischen Behörden einen Insolvenzantrag gegen den 46-Jährigen eingebracht. Als Grund wurden Steuerschulden genannt. Das US-Magazin Forbes hatte das Vermögen Benkos im vergangenen Jahr noch auf 6 Milliarden Dollar geschätzt. Jetzt zu einer Meldung vom Sport. Im Achtelfinale der Fußball-Europa League war Bayer Leverkusen im Hinspiel zu Gast bei Karabach Akdam in Aserbaidschan und trennte sich 2:2 unentschieden. Das Rückspiel findet kommende Woche Donnerstag statt. Teile einer tonnenschweren alten Batterie der Raumstation ISS könnten morgen auf die Erde treffen. Laut Behörden ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trümmer auf Deutschland stürzen, allerdings sehr gering. Die Batterieeinheit ist bereits seit 3 Jahren unterwegs im All. Sie ist 2,6 Tonnen schwer und etwa so groß wie ein PKW. Morgen wird die Batterie auch mehrmals Deutschland überfliegen. Ja, da lohnt der Blick gen Himmel. So, die Satire-Seite der Postillon hat jetzt aufgelistet 10 untrügliche Anzeichen, dass ihr Videochat von Russland abgehört wird. Punkt 5 dabei: Seit sie die Videokonferenz betreten haben, riecht es nach Borscht. Ganz seriös und ernsthaft betrachtet dieses Thema gleich Maybrit Illner nach uns. Dort heißt es: Deutschland ausspioniert, Vertrauen verspielt? Fragezeichen. Und unser Heute-Journal-Update gibt es dann später gegen 0:30 Uhr mit Christopher Wehrmann. Und von uns allen, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, einen angenehmen Abend. Tschüss.
Guten Abend. Das Hoch Jasper zieht morgen ein bisschen weiter nach Norden. Es lenkt die Tiefs um sich herum und die ziehen hier über den Atlantik, über Spanien und Portugal, dann weiter ostwärts entlang der Nordküste des Mittelmeers. Und diese Tiefs haben viel Regen dabei. Bis Mittwoch erwarten wir zum Teil im Norden Spaniens und Portugals bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Und auch hier an der Côte d'Azur oder auch in Italien können es bis zu 200 Liter pro Quadratmeter werden. Unsere Nacht bleibt trocken, da bildet sich Nebel. Zum Beispiel im Alpenvorland oder auch am Bodensee, genauso wie hier im Nordosten. Da sind auch hohe Wolkenfelder unterwegs. Die Temperaturen sinken auf 2 Grad an der Nordsee und -5 Grad am Alpenrand. Empfindliche Pflanzen sollten Sie da schützen. Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 7 Grad auf Rügen oder auch im Oberpfälzer Wald. 13 oder 14 Grad werden es entlang des Rheins. Und morgen wird ein sehr sonniger Tag, wenn sich der Nebel auflöst. Das könnte auch mal eine zähe Angelegenheit sein, hier zum Beispiel an der Donau oder auch im Nordosten. Da sind auch hohe Wolkenfelder unterwegs bei Ostwind. Der Samstag bringt uns dann ganz ähnliches Wetter. Zum Teil wird es sogar noch etwas milder bei 17 Grad. Am Sonntag setzt dann der erste Regen am späten Nachmittag und Abend hier im Südwesten ein. Der Montag wird dann deutlich wechselhafter. Wie Sie hier am Trend für Rügen sehen können, liegen da die Temperaturen bis zur Monatsmitte eher so unter 10 Grad. In Karlsruhe pendeln sie dagegen um 15 Grad. Guten Abend.